Das Problem mit Merchandise ist halt, wenn nicht dein Plan ist, deine Zuschauer zu scammen, dann lohnt sich's nicht. Weil das funktioniert nämlich so, du wählst deinen Anbieter und die haben halt Basispreise, die meistens ziemlich niedrig sind, so 10 Euro für ein T-Shirt, was ja okay ist, wenn die Qualität halbwegs okay ist. 25, 30 Euro für ein Pullover, passt ja auch grundsätzlich. Aber das Problem ist halt, es ist halt der Basispreis. Und das heißt, daran verdienst du schon mal actually gar nichts, weil wenn du es zum Basispreis verkaufst, kriegst du kein Geld. Und das heißt, jeder Cent oder jeder Euro über dem Basispreis, das ist dann das, was du verdienst. Und das heißt, wenn ich an einem T-Shirt 5 Euro verdienen will, muss ich es halt 50% teurer verkaufen, als es eigentlich kostet. Was halt effektiv Scammen ist, irgendwie. Aber ich habe das immer so gemacht, dass ich es für 1 Euro teurer habe als Basispreis. Aber es wurde, wie gesagt, so oder so schon ewig nichts mehr gekauft. Ist mir mittlerweile auch ziemlich egal, muss ich sagen. Merchandise ist einfach scheiße. Das lohnt sich von... Es lohnt sich einfach nicht. Kauf dir einfach bei Kick ein paar günstige T-Shirts, so ein Triple-Pack Kick-T-Shirts für 5 Euro und sub lieber in den Stream rein, dann hast du keine Werbung. Du profitierst, ich profitiere. Das ist besser, als Geld für sowas auszugeben. Außer man will es halt unbedingt. Also wie wenn du es unbedingt willst, die Möglichkeit besteht. Aber wie gesagt, ich mache dafür nicht aktiv Werbung, weil ich eigentlich gar nicht will, dass ihr das kauft. Außer jemand will es halt unbedingt haben, aus irgendeinem Grund. So, jetzt habe ich gerade nach Power Dice gesucht. Also wenn ihr einen Creator seht, der einen Hoodie für 60 Euro verkauft, könnt ihr euch ziemlich sicher sein, der Hoodie ist eigentlich nur 30 Euro wert. Und die 30 anderen Euro kriegt der Creator. Kann man jetzt drüber streiten, ob das so cool ist oder nicht. Er könnte es auch für 31 verkaufen statt für 60. Aber die meisten machen es halt nicht. Weil sie halt selber noch Geld verdienen wollen. So. Jetzt machen wir eine Mini-Upgrade-Session. Ich hoffe, das reicht. Achso, scheiße, ich vergesse es jedes Mal. Habe ich noch Materialien? No. Aber dieser Event-Dungeon, der ist wirklich ein Segen. Ich musste noch kein einziges Materialien kaufen. Und habe schon... Naja gut, viel geupgradet wäre jetzt übertrieben. Aber ist schon chillig. So. Was ist mein aktuelles Set? Ist plus 6, ne? Weil irgendein Teil nicht plus 7 wollte. Und damals haben Esporic Glow noch 300k gekostet. Mal schauen, ob es jetzt plus 7 wird. Was geht ab? Pokerface? Naja gut, 60 Esporic Glow war, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Dort war, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Das war ein bisschen ambitious. Was ist das Ziel? 7. Ja, das ist nur ein Übergangsset. Ich will eigentlich eins mit 28%. Das ist jetzt nur für den Moment. Deswegen will ich da jetzt auch nicht wirklich Geld reinstecken. Das ist nur Überbrückung. Für ein 28% Kinox. Komm schon, plus 7, Baby, let's go! Trash. Trash. Sie habt Freak. Kann ich dir auf Bowling bei der Red Meteor Quest helfen, Pluralo? Ist momentan schwierig, weil ich weder auf Bowling spiele noch Red Meteor farme, leider. Ja, plus 7 ist eigentlich schon einfach. Naja, passt. Und... Hey, let's go. Was will der von mir?
Upgradolinski. Ich habe sogar nur seelengebundene Powders bis jetzt benutzt. Und... Oh. Trash. Plus 8 ist das, was Spaß macht. Wenn das deine Definition von Spaß ist, will ich nicht wissen, was deine Definition von Nicht-Spaß ist. Komm schon, Baby. Nice. Passt. Und dann noch Element auf die Suit. Oh, scheiße. Brauchen wir Krasic. Ein bisschen Krasic. Wieso aktualisiert das Licht? Meine Güte jetzt. Für wie viel kannst du 4% Karten verkaufen? Auf FEC. Lightning, glaube ich, so 3 Mio. 3 bis 4. Und Volcano ungefähr 1 Mio. Oder maximal 1 Mio. Und die anderen sollten mehr oder weniger wertlos sein. Volcano und Vakuum. Also die Vakuum kannst du beim NPC verkaufen, das ist einfach nur Müll. Die will keiner, die braucht keiner, die benutzt keiner. Damit wischt man sich nicht mal den Hintern ab. Aber das ist wirklich der größte, sinnloseste Müll, den es jemals in diesem Spiel gab. Volcano dann für 1 Mio? Ja, schau einfach, die Shops sind Flaris. Wenn du Karten verkaufen willst, Flaris Channel 1 beim Cardmaster. Guck dir am besten da immer auch mal ein paar Shops an einfach. Und dann orientier dich an denen. In der Regel sind die ein bisschen zu teuer. Also machst am besten ein bisschen günstiger als diese Typen. Also wenn die jetzt alle rumstehen mit 1,5 Volcano, dann wie gesagt eher so 1 Mio. Wenn die aber auch alle schon 1 Mio haben, dann vielleicht eher 900k oder so. Musst du halt immer an der Konkurrenz orientieren. Ey, das frisst jetzt meine ganzen scheiß Materialien, weil diese Scheiße nicht plus 7 will. Das gibt es doch nicht. Nur noch 36 Boxen. Ich könnte auch einfach mit dem anderen Char upgraden. Aber das würde zusätzlichen Aufwand bedeuten. Boah, Junge, jetzt übertreib doch nicht, Mann. Junge. Da gehen sie dahin, meine Minerons-Boxen. Oh, ich habe sogar nur noch 5 Karten. Scheiße, jetzt muss es klappen. Jetzt, come on, baby. Please. Yes. Oh, ich hatte nur noch 3 Karten übrig. Das war jetzt echt knapp. So, Kinox plus 7 mit Blitz plus 7. Und man spielt nicht durch, aber von 10 bis 21 locker. Also, ich weiß jetzt nicht genau, was deine Definition von Durchspielen ist. Aber 10 bis 21 Uhr, das wäre für mich den ganzen Tag durchgezockt, ja. Durch ist auch mit Nacht. Tja, dann... Sorry, mein Fehler. Tut mir leid. Ich wollte Sie nicht belästigen, Sir. Du spielst das Game, seitdem du 5 bist, da warst nur einmal über 100, finde den Fehler. Du hast wahrscheinlich nicht gecached. Beziehungsweise zu wenig. Das hört sich ganz so an, als hätte dein Geldbeutel eine Anti-Flav-Auflad-Krankheit. Solltest mal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Da fehlt die Bereitschaft, auch mal ein bisschen was zu investieren.
in dein Hobby? Noch nie! Das ist das Proletenfrühstück zu dem Proletenauto von vorhin. Fährt eine Audi S1, aber frisst jeden Tag ein Salamibrötchen zum Frühstück. Mehr ist nicht mehr drin dank dem Auto. Was vor? Der Typ hat was vor. Ein weiterer 8-Char-Abuser in the makings. Ein weiterer 8-Char-Abuser steht bereit. Fabrikfrisch. Der riecht noch richtig. Der riecht noch nach diesen guten, alten 8-Char-Abuser-Lederbezügen, wie es sie heutzutage nicht mehr gibt. Das ist noch Qualitätsarbeit, was der da macht. Make it make sense. Okay, let's go. Ganzes Inventory ist ready. Ich will hier 10 Diamonds. 10. Sir, wo sind meine Diamonds? Hallo? Hallo? 6. Für sich, also falls jemand von euch das Ziel hat, dass alle Chars 160 werden sollen oder so, ich meine, not gonna lie, das werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht schaffen, wenn sie keine neuen Tower Stages releasen. Aber sollte das Ziel sein, dann dürfte die Party eigentlich, ja, ab 140 plus, also sobald euer Charakter 141 ist, müsst ihr sie eigentlich permanent auf Level lassen. Also 141 halt für Wilds Runs, wenn man das machen will. Oder wenn man farmen will. Und danach dann eigentlich nur noch Party auf Level, wenn man levelt. Wie farme ich CW Reonan? Das ist eine gute Frage. Also zuallererst treffe ich die nötigen Vorkehrungen und Vorbereitungen, sondiere mein Equipment und meine Power-Ups. Und ich farm ihn gar nicht. Ich farm ihn nicht. Als hätte sich jemand in die Hand geschissen und die ganzen Wände im Büro vollgeschmiert, so ungefähr. Und die erwarten einfach, dass die Community das akzeptiert und feiert. Dabei ist es einfach nur kompletter Müll. Das ist crazy. First Fly V6, da hat's richtig Spaß gemacht. Das ist pure Nostalgie. Das Game hatte nämlich damals absolut keinen Content. Das hat man ganz gut gesehen, als Fly Universe an den Start ging. Da waren schon einige Sachen anders als bei V7. Und der Content war legit nach einem Monat war es vielen Leuten schon langweilig. Das war so schnell langweilig, das hat nicht mal 2 Monate gehalten. Dann musste schon ein Update her, um zu verhindern, dass die Hälfte der Spieler quitten würde. Oder quitten wird. So. Diamonds. Here we go. 10. 10. Gib mir 10. Ich beschwöre euch 10 Diamonds. Kommt und gehorcht mir. 10 Diamonds. 10 Diamonds. 11 Diamonds. 23 Diamonds. Genau 10. Endlich. Da sind sie. Nach langer Wartezeit sind da endlich meine 10 Diamonds.